bin ein Brückenbauer. Ich liebe es, Menschen zu verbinden und Kulturen zusammenzubringen. Und die Brücke, an der ich zurzeit baue, ist die Brücke zwischen Kunst und Wirtschaft. Was könnte passender sein, als diese spannende Beziehung auch künstlerisch für euch darzustellen? Kunst und Wirtschaft haben ja auf den ersten Blick gar nicht mal so viel miteinander zu tun. Die Wirtschaft strebt immer noch höher, schneller weiter, während die Kunst neue Wege geht. Umwege zum Perspektivenwechsel, doch die Magie, die entsteht, wenn wir beide Bereiche verbinden. In dieser kreativen Fusion, dort entsteht das Synergiepotenzial. Und an sich sind Kunst und Wirtschaft hier ja auch Platzhalter. Platzhalter für all die Bereiche, in denen wir eigentlich an Endpunkten angekommen sind und die wir lernen müssen, neu zu verbinden. Dort entstehen die neuen Durchbrüche, die neuen Innovationen. Und sei es dann die Verbindung von Augmented Reality mit künstlicher Intelligenz, die dann die nächsten Superglasses ergeben, oder auch der neuronale Link von unseren beiden Gehirnhälften mit der Cloud. Das alles wird kommen, aber es zeigt uns, wir müssen wirklich an diese Fusion glauben, weil diese Summe ist größer als die Einzelteile. Also 1 und 1 gibt 3. Und da sind wir beim Jonglieren. Juggling for Future, obwohl ich mich manchmal auch frage, ob wir für die Zukunft jonglieren oder eher mit der Zukunft, weil da ist irgendwie was aus der Balance gekommen mit unserer Erde. Und die Politik, die das ganze Jahr top-down versucht hat zu lösen, naja, die hat es irgendwie nicht hinbekommen. Jetzt sind wir also gefragt, als Gesellschaft, aber auch als Individuum, die richtigen Impulse zu geben. Und die Greta hat es ja vorgemacht, es gibt keinen zu kleinen Impuls. Einer muss anfangen. Also raus aus dem Silo-Denken, rein in den offenen, vertrauensvollen Austausch. Dann gibt es den Flow. Und ja, auf dieser Reise wird auch mal was schiefgehen. Das gehört dazu, auch mal zu scheitern, aber wieder aufzustehen. Und wenn dann immer wieder gemeinsam aufstehen, dann kann hier bottom-up eine Graswurzelbewegung entstehen, in der wir über uns und die selbstprojizierten Grenzen wachsen können. Aber die Zeit, sie tickt unaufhörlich. Und wir leben auch in einer neuen Welt, in der wir nicht stehen bleiben dürfen. Es geht darum, sich ständig weiterzuentwickeln und bereit sein für diese neue Welt. Wir nennen sie auch die VUCA-Welt. VUCA, das steht für die Volatilität, also die Volatilität, die Sprunghaftigkeit des Marktes, aber auch die Uncertainty, also die Ungewissheit, wo entwickeln sich diese Dinge hin, die Komplexität des Umfelds, in dem wir die richtigen Entscheidungen und die richtigen Weichen stellen müssen. Und das A für die Ambiguity, also die Mehrdeutigkeit. Hier gilt es also, die richtige Perspektive einzunehmen. Das Einzige, was bestehen bleibt, ist, wir müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann zuzugreifen. Ja, die unsichtbare Hand des Marktes, die hat es ja bisher eigentlich ganz gut hinbekommen, aber auch dieser Markt hat jetzt eine Dynamik angenommen, wo es tatsächlich nicht so leicht ist, den Überblick zu behalten und wir kommen ganz schön ins Schwitzen. Ich habe das Gefühl, der ganze Wertschöpfungskreislauf verändert sich zu einem gewissen Punkt und da kommt es zu einer Ebenenverschiebung. Wir sprechen da ja auch von der Plattformökonomie. Das heißt, die Ebene verschiebt sich und hier gibt es nur noch ein paar ganz wenige Player, das sind sie dann, die Google, die Amazons, die Facebook und Sie wissen, hier gilt ein Gesetz. The winner takes it all. Aber geht es eigentlich immer nur ums Gewinnen hier und heute beim Speaker Slam, beim Spiel des Lebens, aber auch bei der Vormachtstellung, bei diesen Technologien? Für mich gibt es überhalb von diesen Megatrends ein Mega-Need nach Togetherness, also Verbundenheit und Vertrauen. Und in diesem Kontext ist für mich AI eigentlich vielmehr die analoge Intelligenz, die uns an die Stärke der Menschlichkeit erinnern soll und KI, naja, vielleicht auch die künstlerische Intelligenz, die uns dann beim Sprung aus dem Kopf zurück ins Herz hilft. Weil es ist gar nicht nur das oft zitierte Mindset. Ich glaube, wir brauchen den richtigen Heartbeat, den Rhythmus für diesen Wandel. Und wir werden es nicht alleine schaffen. Von dem her brauche ich jetzt auch eine Helping Hand. Ein kleines Experiment von euch. Die Seifenblasen stehen also sinnbildlich für unsere Potenziale, unsere Wünsche, unsere Träume. Und oftmals haben wir Probleme zu glauben und zu schaffen, dass wir diese verbinden. Was wir also probieren müssen, ist hier Schwung aufzunehmen. Und dann das
diese Potenziale und die Visionen greifbar zu machen. Und in so einem Moment, da schaffen wir es dann. Dann können wir sagen, create your own fusion. Und da glaube ich dann fest dran, es geht in dieser neuen Zeit um eine Transparenz, um eine Achtsamkeit mit uns, aber auch mit unserem Umfeld, mit unserer Welt. Und wenn wir dann ein bisschen wieder auszoomen aus unserer eigenen Fusion, die wir für uns kreieren müssen, diesen Fokus nach innen, dann können wir nach draußen zoomen. Dann sehen wir, jeder hat diese und jeder braucht diese eigene Fusion. Und wenn wir die hier gemeinsam verbinden, dann kann da eine große Vision draus werden. Und die entwickelt dann eine ganz, ganz spannende Eigendynamik. Morgen, vor 30 Jahren, war so ein Tag, an dem die Eigendynamik überhand genommen hat, aber was Magisches kreiert hat. Es war der 9.11.1989. Ich war gerade so ein Jahr alt, am Krabbeln, aber da war der Fall der Mauer. Und da haben wir als Deutsche gezeigt, uns verbindet mehr, als uns trennt. Und ich glaube, diese Verbundenheit, die müssen wir auch öfters in die Welt wieder tragen. Dass wir eben zeigen können, da draußen gibt es noch zu viele Mauern, zu viele Kriege und die können wir nur gemeinsam niederreißen, Brücken zueinander zu bauen. Und von dem her würde ich euch jetzt auch zu einem kleinen Experiment einladen. Nehmt doch den mal in den Händen, wenn ihr einen Banknachbar habt und spürt auch die Verbundenheit, die wir hier und heute kreieren können. Vielleicht ist das so unser ganz eigener Friday for Future. Schließt dann die Augen und spürt auch die Energie in der Stille, die uns verbindet. Hier kommen wir alle zusammen für neue Impulse, für neue Eindrücke und ich hoffe, dass wir hier rausgehen mit einer Vision, der gemeinsamen Vision für morgen. Danke, ihr dürft jetzt klatschen. In diesem Sinne, create your own fusion and let's shape our vision together. Danke.